Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema Platin, eine gute Ergänzung zu Gold und Silber. Disclaimer. Platin, eine gute Ergänzung zu Gold und Silber. Wenn Gold auf 8.000 $ steigt, kann Platin auf gut 10.000 $ steigen, also ungefähr so stark von seinem aktuellen Preis. Somit wären auch Platinaktien gute Performer bei der kommenden Edelmetall- und Rohstoffhause. Die letzte starke Platinhause gab es von 1999 bis 2008, durchgehend von 322 $ bis 2166 $, also fast versiebenfacht. Der Anstieg von Platin begleitet also auch den Goldaktienbullenmarkt der früheren 2000er Jahre. Eine Platin-Aktie kostet 2007 $465 und hatte sich seit 2001 von 30 $ verfünfzehnfacht. Am Tiefpunkt im Jahr 2018 kostet sie so nur noch 0,9 $. Heute knapp das Doppelte, zeigt sie sich immer noch die Unterbewertung dieses Sektors an. Ja, interessant ist zu sehen, dass Platin ganz offensichtlich auch synchron mit Goldaktien mitgeht, gerade wenn sie auf der linken Seite, das ist ja also dieselbe Aktie, einmal kurzfristig, langfristig Chart. Und auf der linken Seite sehen Sie seit der Corona-Krise den Ausbruch dieser Platin-Aktie um fast das Fünffache von circa 1 $ auf über 5 $. Dann geht es etwas seitwärts, aber eben auch seit März, April 2001, sage ich mal, gab es die letzte ja, die letzte Spitze hier bei Platin. Das war ja auch bei Goldaktien so und seitdem ging es abwärts mit mehreren Ausbrüchen. Ganz offensichtlich ist jetzt der Boden gefunden. Wir haben ein höheres Tief als zur Corona-Krise und das Allzeittief. Und das zeigt auch an, dass es mit Gold- und Silberaktien aufwärts gehen dürfte. Also Platin ist ein guter Indikator. Auf der rechten Seite nochmal das langfristige Charts und wir sehen noch einfach, dass eben Platin sich sogar besser entwickelt hat als Gold. Und aktuell, wo Platin deutlich günstiger als Gold ist im Grunde genommen eigentlich auch das Potenzial durchaus zumindest gleich oder höher. Und einige Platin-Aktien wie vielleicht diese kann dann auch stark steigen, denn können, sage ich mal, 5 $, 10, 20, 30, 40, 50 $, wer weiß, was möglich ist. Also das ist sicherlich, zum einen ist meiner Meinung, Platin oder Platin-Aktien sind ein guter Indikator. Sie zeigen uns an, wann es eben attraktiv ist, auch in den Goldaktienmarkt zu treten und auszutreten. Also auszutreten sieht man einfach nochmal immer, wenn Platin eine extreme Spitze erreicht, ist es eigentlich auch Zeit, sag ich mal, Goldaktien zu verkaufen, was wir zum Beispiel insbesondere 2007 sehen. Das war ein Zeichen eigentlich gewesen, dass Goldaktien und Silberaktien dementsprechend überbewertet ist. Und Sie wissen, das war kurz vor der Finanzkrise, das wäre ein guter Indikator gewesen. Und so könnte es auch dieses Mal wieder kommen, wenn Platin auch wieder extreme Werte erreicht, eine enorme Spitze, wissen wir, dass vielleicht der Bullenmarkt zu Ende ist. Ja, hier ein angehender Goldproduzent, Kolumbien, 21 Millionen kanadische Dollar Marktkapitalisierung, hohes Risiko. Die haben zwei Projekte innerhalb des Mid-Kauka-Goldgürtels in Kolumbien, der zahlreiche Entdeckungen von mehreren Millionen Unzen beherbergt. Das 10.500 Hektar große Goldprojekt Quinchicha liegt im zentralen Westen Kolumbiens, 100 Kilometer südlich und 70 Kilometer südlich der unternehmenseigenen Goldprojektes Andens und ist Teil des Kauka Goldgüldes, der zahlreiche Entdeckungen von mehreren Millionen Unzen beherbergt. Sie haben eine Gesamtressource für dieses Projekt von 2,6 Millionen Unzen, 1 Gramm pro Tonne. Zusätzlich zu diesem Goldvorkommen erhält das 10.500 Hektar große Goldprojekt Quinchina bedeutende Explorationsziele wie Cuscal und Kaiban. Dann haben sie noch das Andros Goldprojekt, das liegt 70 Kilometer nördlich des unternehmenseigenen Cunchina-Projekts im Bundesstaat Antioquia und besteht aus einer 90-prozentigen Beteiligung an 85.000 Hektar Grundstücken, die ebenfalls im Mitkauka-Gürtel liegen. Nur 10% des ausgedehnten Portfolios wurden systematisch erkundet und wurden bereits 12 Gold- und Silberziemer mit epithermalen Adern und mehreren Gold-Kupfer-Porphyrizilen gefunden. Das heißt, das sehen Sie hier links auch auf der Karte. Das ist es eben in diesen
Gürtel, wo eben auch, sage ich mal, andere interessante Goldunternehmen sind, die gut und profitabel produzieren, wie beispielsweise Ares Gold mit ihrem Marmato-Projekt. Das ist ja im Ursprung Gran Colombia, die haben sich ja quasi umbenannt. Ja, und Sie sehen das, wo die hier liegen. Das ist meiner Meinung nach äußerst interessant. Das ist ein völlig übersehenes Unternehmen. Es gibt auch nicht allzu viele Informationen dafür zu verfinden. Sie haben nur vergleichsweise große Goldprojekte für einen Produzent. Ja, ist auch eine Produktion von circa 100.000 Unzen anvisiert. Das heißt, dadurch haben die Cashflow und können weiter expandieren. Gibt da wohl einige politische Probleme. Deswegen ist das Ganze natürlich mit Vorsicht zu genießen, ist deswegen auch hohes Risiko, natürlich keine Kaufempfehlung. Nur das sind einfach Projekte mit enormen Anzahl von Unzen. Und Sie sehen auch, dass der Boden bei dieser Aktie eigentlich erreicht worden ist und die nun ausbrechen könnte. Der Potenzialfaktor ist mit 69 ziemlich hoch. Und zum Beispiel eben dieses Andes Gold-Projekt ist das noch nichts mit eingeflossen. Da können ja auch enorm, das sind 85.000 Hektar, da können ja auch noch enorme Werte stecken sozusagen. Und daneben bei ihrem Primärprojekt nochmal diese Explorationsziele Kuskal und Kaibal. Also könnte natürlich im richtigen Goldboom sehr attraktiv sein. Ja, so viel dazu. Ja, warum machen wir das? Wir hoffen, dass es einen ähnlichen Goldaktienbullenmarkt wie in den 1970er Jahren gegeben hat. Da sind viele Goldaktien von wenigen Cent auf 15, 20, 30, 40 Dollar gestiegen. Das heißt, nicht selten konnte man aus 1.000 Dollar eine Viertelmillion Dollar machen. Das kommt natürlich nicht oft vor. Es braucht natürlich vorher einen ziemlich zerstörten Goldaktienmarkt und eine wirkliche Goldmania. Wir denken ja, das liegt früher oder später vor uns und zerstört ist der Goldaktienmarkt immer noch. Es ist immer noch nahezu sehr schlechte Stimmung, obwohl natürlich einige Goldaktien und Silberaktien sich schon verdoppelt und verdreifacht haben. Aber das ist, ich denke jedenfalls, die Charts geben her, dass diese Goldaktien auf alle Fälle mehr oder weniger ihren Boden gefunden haben. Und ja, man muss sich eben beteiligen an solchen Aktien mit großen Ressourcen. Natürlich nicht auf Einzelaktien setzen. Das Risiko ist hoch in diesem Sektor. Kann alles Mögliche passieren, von Übernahmen bis schlechtes Management oder weiter enttäuschende Bauergebnisse, wie auch immer. Aber wir haben zumindest die Indikation, dass es da große Ressourcen gibt. Und das ist einfach, wenn Gold dann irgendwann 2.500 Dollar erreichen sollte, was momentan eben kaum einer für möglich hält, sind diese Werte halt exorbitant hoch bewertet und deswegen versuchen wir auch diesen Potenzialfaktor abzuschätzen. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Bei Interesse stelle ich Ihnen auch einen Portfoliovorschlag und persönlicher Beratung zusammen. Finden Sie alles verlinkt unten im YouTube-Bereich. Einlagerung von Gold und Silber ist ein interessantes Unternehmen, Sachwertegemeinschaft, Einkaufsgemeinschaft, die sind auch in schwierigen Situationen immer physische Ware gekriegt. Es wird ihr Edelmetall, wenn es sie überwiesen hat, wird im Zollfreilager in der Schweiz eingelagert. Jederzeit ist es zu verkaufen oder Sie können sich es ausliefern lassen. Die haben auch einen sehr geringen Premiumaufschlag, also auch ist es auch günstig. Ja, überhaupt, bevor Sie Edelmetalle kaufen, einfach die Händler vergleichen mit Vergleichsportale. Ja, dann hier noch, mit welchem Broker können Sie arbeiten, welchen Broker in der Schweiz, wo kann man Edelmetalle in der Schweiz oder Liechtenstein anlagern, Langfristcharts von Gold, Silber, Uran, anderen wichtigen Rohstoffen, ja, Goldaktienindex, Charts, GDXJ, GDXJ, Goldaktien, Gold, Ratio, Literatur zu Goldaktien, Diskussionsportale sind verlinkt wie COCA, weitere Informationen zu guten Analysten und Informationen zu Experten. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Zustellungsprobleme haben, bitte kontaktieren Sie mich einfach, schreiben Sie eine E-Mail oder rufen Sie mich hier einfach ab. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich bei Ihnen dann wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort informiert werden, wenn neue Videos kommen. Und ja, wenn das Video soweit gefallen ist, vielleicht auch ein Like geben. Das würde dann insgesamt den Algorithmus helfen. Und diese Information ist dann für mehrere Zuschauer, die das möglicherweise auch interessieren könnte, verfügbar.
Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.